Beim Spielen mit zu viel Druck von Mundstück gegen Lippe stellt sich immer die Frage, was kann ich denn trainieren, damit es eben mit weniger Anstrengung, weniger Druck auf unser Lippenmaterial klappen kann. Eine Übung, die mir einen großen Schritt nach vorne geholfen hat, ist immer der Übertrag in Oktaven. Wenn du zum Beispiel eine Stelle hast, die eben hoch geht, dann nimm die Stelle und spiel sie eine Oktave tiefer. Am besten so lange, bis du diese auswendig kannst und vor allem das Spielgefühl locker und weich ist. Keinerlei Anstrengung sollte zu spüren sein und erst dann gehst du in den Übertrag in die Oktave nach oben. Das heißt, wenn du zum Beispiel solche Wendungen hast, das ist ein kleines Motiv jetzt, das funktioniert locker. Na, dann oben ist natürlich dann alles etwas angestrengter, komprimierter. Man merkt, die Luft wird sehr, sehr dünn. Es ist natürlich sehr, sehr schnelle Luft, aber es ist wie so ein Laserstrahl, der über die Lippe drüber eben ins Mundstück geht. Und wenn du das Gefühl hast, dass du zum Beispiel schon in der zweigestrichenen Oktave, also dem zweiten Beispiel, schon unglaubliche Anstrengungen im Hals etc. hast, dann nicht in die Oktave gehen, sondern erst so lange trainieren, zum Beispiel auch dann einen Ganzton höher, Halbton höher oder noch so weiter und so fort. Da gibt es ja immer so Skalentrainings und erst dann den Übertrag in die Oktave gehen. Weil sonst hast du das Problem, dass man draufdrückt, sich kaputt macht. Also, wenn du zum Beispiel eine zweigestrichene Oktave eine Stelle hast, die mal bis zum C3 geht etc., erstmal eine Oktave tiefer. Fühl rein, mach's locker und weich mit guter Luft und erst dann, wenn du das Gefühl hast, das klappt wirklich sehr, sehr gut, klingt gut, stimmt gut, dann geh nach oben in die Oktave. Solltest du es nicht klappen, ne, weil zum Beispiel Noten hoch stehen, dann immer auswendig lernen. Auswendig hilft uns, eben diese hohen geschriebenen Noten nicht lesen zu müssen, sondern du weißt, okay, es geht zum Beispiel jetzt zum C3 nach oben, C2 war kein Problem, jetzt Oktave höher, nach Ohr orientiert, nicht nach Notentext und du wirst sehen, du kommst auch dort zum Ziel. Mach's aber immer mit Geduld, mit Lockerheit, mit Weichheit und mit Verstand, nicht mit brutaler Gewalt und du wirst merken, du kommst einen Schritt weiter bei dieser Stelle, aber auch insgesamt bei deinem Trompetenspiel und dabei wünsche ich dir sehr viel Erfolg. Lass am Ende gerne ein Like und Abo da. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompetenspielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.